Herzlich willkommen, meine lieben Anfänger der deutschen Sprache. Heute möchte ich euch gerne bei einem Video helfen, welches ich vor geraumer Zeit auf meinen Kanal hochgeladen habe. Dieses Video ist für jeden, der zum Beispiel Arbeit in Deutschland sucht, recht wichtig. Aber es ist leider gerade für euch, meine lieben Anfänger, viel zu schnell gesprochen, so dass ihr das nicht verstehen könnt. Ich werde euch immer wieder einige Teile von diesem zu schnell eingesprochenen Video vorspielen und dann für euch langsam und deutlich erklären, was ich damit sagen will. Das Vorstellungsgespräch in der deutschen Sprache. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem durchaus brisanten Thema, das Vorstellungsgespräch. Liebe Freunde, sicherlich keine einfache Aufgabe, wenn ihr in der deutschen Sprache noch nicht mächtig seid. Ganz genau. Und genau hier möchte ich anknüpfen. Natürlich habe ich mir das Video auch noch ein paar Mal angeschaut und gemerkt, dass ihr das so überhaupt nicht verstehen könnt. Ich habe mich in eure Lage versetzt, wenn mir das jemand in der türkischen Sprache so schnell als Anfänger um die Ohren hauen würde, würde ich auch keinen Lerneffekt davon mitnehmen können. Im ersten Satz begrüße ich euch. Ich sage an, dass es sich um ein Vorstellungsgespräch bei einem Arbeitgeber handelt. Liebe Freunde, sicherlich keine einfache Aufgabe, wenn ihr in der deutschen Sprache noch nicht mächtig seid. Aus dem Grund habe ich dieses Video heute für euch zusammengestellt, damit ihr den Wortlaut von Vorstellungsgesprächen oder auch die Fragen von Arbeitgebern in Deutschland euch anhören könnt und nachverfolgen könnt. Exakt. In dieser Geschwindigkeit könnt ihr das sicherlich noch nicht nachvollziehen. Tatsächlich ist es in Deutschland so, und das sage ich euch gerade in diesem Video, dass die Arbeitgeber immer wieder ähnliche bis gleiche Fragen stellen, die wir hinterher auch in diesem Video hören werden. Aufgrund niedriger Bewerbungszahlen und des Fachkräftemangels in Deutschland werden sicherlich einige Vorstellungsgespräche nicht so verlaufen wie in meinem Video. Dieses Video soll für euch eine Lernhilfe sein, meine lieben Freunde der deutschen Sprache. Ich spreche in dem ganzen Video, in dem ganzen Vorstellungsgespräch, was ihr jetzt gleich sehen werdet, nicht extra langsam. Genau, und genau das ist das Problem. So, nach diesem Satz ist für euch, liebe Freunde, ich verstehe ganz genau, das Video für euch nahezu wertlos. Ich sage in meiner muttersprachlichen Geschwindigkeit, dass ich das Video so schnell einsprechen werde, wie man in Deutschland
sich untereinander unterhält. Und das ist für euch unmöglich. Mehr sage ich tatsächlich mit diesem Satz nicht. Daher habe ich dieses Video gemacht und ich werde euch weiterhin helfen, den Rest des Videos auch zu verstehen. Von daher möchte ich euch raten, das Video öfter anzuschauen, damit ihr eine Möglichkeit habt, einige Sätze auch zu lernen. So, in diesem Abschnitt besage ich einfach nur, dass ihr euch dieses Video des Öfteren anschauen sollt, damit ihr den Klang der Aussprache, der Sprache des Öfteren euch anhört. Jeder kennt es, wenn man zum Beispiel Lieder, also Songs, in einer fremden Sprache hört und es ist auch egal, in welcher Geschwindigkeit, man kann ruckzuck da mitsingen. Das war Sinn und Hintergrund, warum ich sage, schaut euch das Video des Öfteren an. Ja, genau. Senden Sie mir bitte die Umsatzzahlen eben an meine E-Mail-Adresse. Das wäre wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Meine E-Mail-Adresse haben Sie? So stellt sich schon mal ganz gerne ein geschäftliches Gespräch dar. Diese Szene hat indirekt nur etwas mit eurer Bewerbung zu tun. Das ist die Situation manchmal, wenn man zur Chefin in ein Büro von einer Sekretärin geleitet wird. E-Mail-Adresse, das wäre wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Meine E-Mail-Adresse haben Sie? Guten Tag, Frau Müller. Mein Name ist Susa Schulte. Ach, guten Tag, Frau Schulte. Meine Sekretärin sagte mir eingangs schon, dass Sie da sind. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich würde gerne das Telefonat noch eben beenden. So, in dieser Situation als Bewerber, ihr habt es gesehen, habe ich die Chefin, die aber immer noch telefoniert, unterbrochen, nahezu unterbrochen. Es ist in dem Fall ganz wichtig, dass ihr nicht hergeht und redet oder auch die Chefin schon anspricht, während sie noch telefoniert. Das ist ein Fehler. Bitte so nicht machen. Wenn man bereits im Büro der Chefin oder des Chefs sitzt, ist es gut, wenn man in dem Augenblick ein freundliches Gesicht mit Augenkontakt zur Chefin zeigt. Ach, guten Tag, Frau Schulte. Meine Sekretärin sagte mir eingangs schon, dass Sie da sind. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich würde gerne das Telefonat noch eben beenden. Tatsächlich muss die Chefin sich schon fast rechtfertigen dafür, dass sie ihre geschäftlichen Telefonate noch weiterhin durchführt, obwohl ihr schon in dem Stuhl vor der Chefin sitzt. Bitte sagt in dem Augenblick noch nichts. Sucht den Augenkontakt und nickt kurz zur Begrüßung der Chefin zu. Sie wird es sicherlich erwidern. Nun, liebe Freunde, kommt eine wichtige Frage, die sich auf der rhetorischen Basis befindet. Die Chefin weiß ganz genau, dass ihr euch bewerben wollt. Aber hören wir mal rein.
So, Frau Schulte, jetzt habe ich Zeit für Sie. Bitte entschuldigen Sie. Sie sind heute hier, weil Sie sich bewerben möchten? Ganz genau. Ihr wollt euch bewerben und sie weiß Bescheid. Frau Schulte, erzählen Sie bitte etwas über mich. Das ist eine ganz normale Frage in einem Bewerbungsgespräch. Bitte erzählen Sie etwas über sich. Viele Arbeitgeber nutzen diese Fragen, um zu schauen, ob ihr auch frei sprechen könnt. Natürlich hat man bei einem Bewerbungsgespräch eine gewisse Nervosität, die man an diesem Tag mitbringt, aber die Chefin weiß, dass gerade sehr viel von eurer Selbstsicherheit in einem Bewerbungsgespräch verloren geht. Sie möchte sehen, wie viel Selbstsicherheit von euch zum Beispiel für spätere Verkaufsgespräche überbleibt. Natürlich ist sie auch an dem interessiert, was ihr nun äußert. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Müller. Bereits seit einem Jahrzehnt bin ich im Bereich Marketing tätig und kenne mich dadurch mit Produktdesign und Produktgestaltung sowie Marketing- und Wettbewerbsanalysen sehr gut aus. Das ist nämlich auch eine Sache. Man sollte dann natürlich freisprechen können und auch vielleicht gleich mit in diese frei gesprochenen Sätze einfließen lassen, was man an Ausbildung zu bieten hat. Wenn man das recht locker und recht einfach rüberbringt, kann man auch zum Beispiel die Position eines Professors gut und interessant rüberbringen. Seit geraumer Zeit bekleide ich nun außerdem eine Führungsposition und bin mit dem geforderten Aufgabengebiet bestens vertraut. Jetzt muss man aufpassen. Eine Führungsposition will sagen, ich behaupte oder sage der Chefin, dass ich in der Lage bin, ein Unternehmen zu führen. Dieser Satz kann schon mal je nach Vorgesetztem, je nach Chefin, nach hinten losgehen. Das ist ganz wichtig, weil nun muss die Chefin aufpassen, dass sie sich keine Rivalin in ihr Geschäft reinholt. Tatsächlich wäre ich mit dieser Aussage etwas zurückhaltender. Um mich beruflich sowie persönlich weiterzuentwickeln, möchte ich mich gerne einer neuen spannenden Herausforderung in einem etablierten, zukunftsorientierten Unternehmen wie Ihrem widmen. Bei Ihrer Firma Wieder Perfekter erkenne ich die perfekte Chance, die ich begeistert ergreife, um mich und meine Kompetenzen vorzustellen. Ganz genau. Die restliche Arbeit für diese Arbeitsstelle ist mit diesen Sätzen schon recht gut abgedeckt. Ich bestätige auch, dass ich mich mit Ihrer Firma Wieder Perfekter sehr gut identifizieren kann und auch recht gut Bescheid weiß
über diese Firma? Nun, das hört sich alles schon sehr schön an. Wie Sie aus meinen Bewerbungsunterlagen entnehmen konnten, beherrsche ich Marketingstrategien sicher und zuverlässig. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Hobbys haben Sie? Womit gestalten Sie Ihre Freizeit? Eine ganz typische Frage wiederum. Diese Vorgesetzten möchten wissen, womit sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen. Was sind ihre geistigen Tätigkeiten tatsächlich in ihrer Freizeit? Für Vorgesetzte ist es immer interessant, dass man sich um seine Weiterbildung oder geistigen Aktivitäten kümmert. Womit gestalten Sie Ihre Freizeit? Meine Hobbys sind die Fotografie, ich reite sehr gerne und für meine geistigen Aktivitäten lese ich und spiele Schach in einem ansässigen Verein. Sehr schön, Frau Schulte. Wie sehen Ihre Gehaltsvorstellungen aus? Jetzt wird's interessant. Sie fragt nach den Gehaltsvorstellungen, die der Bewerber hat. Will sagen, ihr solltet zu einem Bewerbungsgespräch gehen mit einer Gehaltsvorstellung für ein Jahr. Hören wir weiter, was die Bewerberin dazu sagt. Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei 88.000 Euro im Jahr. Was durchaus normal ist. Wir befinden uns mit diesem Bewerbungsgespräch in Deutschland. Aufgrund Ihres Erscheinungsbildes und Ihrer Kompetenzen sehe ich einer Zukunft, einer Zusammenarbeit mit Ihnen entgegen. Dennoch möchte ich gerne Ihre Einstellung in unserem Unternehmen mit meinem Team zuvor besprechen. Sehr sympathische Chefin, die das Ganze auch noch mit ihren Mitarbeitern absprechen möchte. Ich stehe Ihnen aufgrund meiner Kündigungsfrist ab Juni 2024 zur Verfügung. Das ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, dass man einräumt, ab wann die Chefin einen in ihr Unternehmen integrieren oder auch einstellen kann. Der Termin ist auch sehr wichtig. Über eine Anstellung bei Ihrer Firma Vida Perfecta würde ich mich sehr freuen. Das zeigt, dass ich mich mit der Firma Vida Perfecta komplett identifizieren kann und auch in meiner Tätigkeit könnte. Ihre Unterlagen halte ich für meine Durchsicht in meinem Büro. Ihre positiven Rückmeldungen sehe ich mit Freude entgegen. Das ist vielleicht etwas mutig, wenn man sofort davon ausgeht, dass die Rückmeldung positiv ist. Ich will als Bewerber aber einfach nur sagen, dass es mich sehr freuen würde, in dieser Firma mit dieser Vorgesetzten arbeiten zu dürfen. Ich danke Ihnen für dieses persönliche Vorstellungsgespräch. Frau Müller, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei Ihnen in Ihrer Firma. Ganz wichtige Sätze, dass man dem Arbeitgeber auch sagt, dass man sich, wie zuvor schon gesagt, mit der Firma identifizieren kann und sich auch schon in diesem Bewerbungsgespräch wohlfühlt. Ganz herzlichen Dank für dieses angenehme Vorstellungsgespräch. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir für Sie eine Möglichkeit der Anstellung sehen. Frau Schulte, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich werde mich bei Ihnen melden. Manchmal ist es so, dass man dann leider nichts mehr von den Arbeitgebern hört,
wenn man hört, ich werde mich bei Ihnen melden. Ihre Unterlagen behalte ich so lange noch zu meiner Ansicht in meinem Büro. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Freundlichkeit ist natürlich überall wichtig, aber in einem Vorstellungsgespräch sollten Sie eine gewisse Etikette zeigen, damit der Vorgesetzte weiß, dass man die Höflichkeitsformen auch hinterher weiterhin bei den Kunden oder in Verkaufsgesprächen genauso einsetzen kann, wie es im Verkaufsgespräch auch gefordert wird. Hören wir uns die nächsten Sätze noch an. Eine Situation, die ich selber tatsächlich in einem Vorstellungsgespräch oder auch in mehreren Vorstellungsgesprächen in Deutschland erlebt habe. Heutzutage aufgrund der fehlenden Fachkräfte kann es sein, dass die natürlich deutlich abgekürzt sind und die Arbeitgeber mittlerweile schon gar nicht mehr so viel fragen. Exakt, die fragen gar nicht mehr so viel. Es ist heutzutage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland natürlich schon so, dass die Arbeitgeber händeringend Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter, sogenannte Fachkräfte suchen und schon recht willig einige Bewerber sofort zur Probearbeit einstellen. Also, liebe Freunde, schaut euch das Video des Öfteren mal an, damit ihr das automatisiert in eurem Kopf aufnehmen könnt und macht euch keine Gedanken, ihr schafft das auch so. Vor allem mit der Vorbereitung, wenn ihr meinen Kanal abonniert, den Kanal speichert. Das ist kostenlos. Bei YouTube ist es kostenlos. Auch wenn das Wort abonnieren etwas danach klingt, als müsste man einen gewissen Betrag bezahlen. Ich selber weiß sehr gut, was dieses Wort in Deutschland bedeutet. Ein Abonnement einer Zeitung muss man bezahlen. Man bezahlt monatlich eine Gebühr. Bei YouTube, wenn euch ein Kanal gefällt, braucht ihr nichts zu bezahlen. Liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, so bekommt ihr immer wieder über YouTube Bescheid, wenn ich neue Videos hochlade. Genau, das ist das, was ich euch eben erklärt habe. Einfach, dass ihr das Video, wenn es euch denn jetzt gefallen hat, liked, also einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Das ist eine sehr freundliche Verabschiedung. Ich sage einfach nur auf Wiedersehen, ihr lieben Leute. Wir in Deutschland sagen, wenn wir Leute gerne mögen, ihr Süßen. Das soll heißen, auf Wiedersehen, ihr lieben Leute.